Reality Check Teil 2. Tatsächlich war fast mein ganzes Dach von einer Solaranlage bedeckt. Natürlich verstand ich nicht sonderlich viel davon, aber auf den ersten Blick wirkte sie zumindest intakt, wenn man davon absah, dass sämtliche Paneele von einer dicken Staubschicht bedeckt waren. Konnte dies der Grund für die Fehlfunktion sein? Durchaus möglich, auch wenn ich eigentlich nicht glaubte, dass eine Zivilisation, die in der Lage gewesen war, etwas so Großartiges wie Theresa und Dreamland zu schaffen, solche Umwelteinflüsse nicht mit einkalkulierte. Immerhin hatten, soweit ich mich entsann, auch Menschen aus den Wüstenregionen an dem Programm teilgenommen. Außerdem glaubte ich nicht, dass dieser Staub erst seit kurzem auf der Anlage lag. So wie das hier aussah, flog er mindestens schon seit Monaten in der Stadt umher. Vielleicht auch schon seit Jahren. Der Fehler musste irgendwo anders liegen. Vorsichtig kletterte ich von der schmalen Dachkante auf die Solaranlage und bewegte mich behutsam vorwärts, wobei ich bei jedem Schritt befürchtete, dass sie unter meinem Gewicht zusammenbrechen könnte. Doch fürs Erste schien das nicht zu passieren, also suchte ich die Anlage Zentimeter für Zentimeter nach einem möglichen Schaden ab, während der rote Himmel über mir plötzlich damit begann, Blitze auszuspucken und gewaltige Donnerschläge durch die geisterhafte Stadt hallten. Diese Blitze beunruhigten mich sehr, immerhin befand ich mich hier gerade auf einem Hausdach. Aber noch viel mehr hatte ich Angst davor, dass sie der Auftakt für einen Regen sein könnten. Denn wer wusste schon, was für ein Regen das sein würde? Klares Wasser hielt ich jedenfalls nicht für sehr wahrscheinlich, wenn ich mir die ungesunde Farbe des Himmels so ansah. In dessen glühend roter Wolkendecke weiße, dicke, rotierende Wolkenschläuche steckten, wie Fettstreifen in einem Schinken. Vorerst blieb es aber trocken, und nicht nur in diesem Punkt schien ich Glück zu haben. Endlich nämlich trug meine akribische Suche nach einer Ursache für den Schaden an der Solaranlage Früchte. An einer Stelle hat sich offenbar ein keilförmiger, an seiner breitesten Stelle etwa 30 cm breiter und vielleicht 2 cm dicker Gegenstand von unbekannter Länge in die Anlage gegraben, sie zum Zersplittern gebracht und dabei entweder ein kritisches System getroffen oder einen Kurzschluss verursacht. Wahrscheinlich hatte irgendein Sturm das Ding hier hingeweht. Der Gegenstand erinnerte mich dabei entfernt an einen steinzeitlichen Faustkeil, wie ich und Mike ihn in den prähistorischen Ebenen von Dreamland benutzt hatten. Er war gezackt und uneben, dabei dunkelgrau bis schwarz, jedoch mit einem metallischen Glanz, was auch der Grund war, warum ich zögerte, ihn herauszuziehen. Was, wenn das Gerät noch immer unter Strom stand? Falls dieser Splitter tatsächlich aus Metall bestand, würde er leitfähig sein und ich würde mir im schlimmsten Fall einen heftigen Stromschlag einfangen. Davon abgesehen, schien mir der Schaden nicht so banal zu sein, dass ich ihn ohne das nötige Fachwissen würde beheben können. So eine Scheiße! Rief ich mit heiserer Stimme in den auffrischenden Wind und blinzelte dabei den nervigen roten Staub weg. Bevor ich aber in allzu tiefer Resignation versinken konnte, kam mir zum Glück eine andere Idee. Es fiel mir immer noch schwer, meine Erfahrungen aus meiner Zeit in Dreamland und die verbliebenen Erinnerungen an mein reales Leben auseinanderzuhalten. Aber wenn mich nicht alles täuschte, gab es in jeder größeren Stadt Knowledge-Shops. Läden, die Wissensmodule verkauften, mit denen man sich das gewünschte Wissen direkt in das eigene Gehirn uploaden konnte. Soweit ich mich erinnern konnte, geschah das über den gleichen Hinterkopfanschluss, über den auch mein Zugang zu Dreamland funktionierte. Diese Module besaßen nicht die gleiche Qualität und Haltbarkeit wie die, die von Wissenschaftlern und Ingenieuren genutzt wurden und verfügten zudem über einen Kopierschutz. Aber dennoch,
Sollte es einen dieser Läden in der Nähe geben, wäre es durchaus möglich, dass ich mich dort auch im Handumdrehen in einen Solartechniker verwandeln konnte. Dann müsste ich, falls das Multitool nicht bereits ausreichte, nur noch einen spezialisierten Werkzeugladen finden und könnte bald schon wieder Abenteuer mit Mike, Katja und all meinen anderen virtuellen Freunden erleben. Von neuem Mut erfüllt erhob ich mich und ließ meinen Blick über jene Geschäfte streifen, die ich von hier aus erkennen konnte. Ein kleines Café im Retro-Stil, dessen Stühle und Tische bereits unter einer dicken Staubschicht begraben waren. Ein Bordell, welches mit ganz realen Erfahrungen warb, so als hätte die digitale Revolution nie stattgefunden. Sicher interessant für alle, die Ausbeutung, Geschlechtskrankheiten, Gestank, Depression und Schuldgefühle einer sauberen virtuellen Erfahrung oder von mir aus auch einer old-fashioned Liebesbeziehung vorziehen, aber ganz bestimmt kein Ort, der mir weiterhelfen würde. Ein Drogeriemarkt, der ganz sicher eine Menge an Verjüngern, Verhübschern, Uppern, Sleepern und Sensplosions, aber garantiert kein technisches Wissen im Sortiment führen würde und tatsächlich auch ein kleiner Laden für Reparaturdrohnen, Cyber-Extensions und die guten alten halbautomatischen Werkzeuge. Ein Hoch auf diesen Retro-Trend. Hätte es nicht so viele Leute gegeben, die es cool fanden, in ihrer Freizeit mit den eigenen Händen und mit nur wenig maschineller Unterstützung zu arbeiten, hätte ich auf Drohnen zurückgreifen müssen. Und ich hatte eine scheiß Angst vor den Dingern, die mich sogar bis nach Dreamland begleitet hatte. Eine davon hatte nämlich mal eine Fehlfunktion gehabt und Poseidon, einen Dackelmischling und mein letztes biologisches Haustier für einer dieser mutierten Ratten gehalten, die das Schwarzhautfieber übertrugen. Zu jener Zeit hatte fast jeder eine Wachdrohne in seinem Garten gehabt, wenn er nicht gerade scharf auf einen qualvollen Tod gewesen war. Das Schwarzhautfieber war eigentlich als biologische Waffe für die Front gezüchtet worden, aber ein wenig außer Kontrolle geraten. Jedenfalls hatte das Scheißding Poseidon so zugerichtet, dass selbst ich Schwierigkeiten gehabt hatte, ihn wiederzuerkennen. Dabei hatte ich diesen Hund wirklich geliebt, sehr sogar. Interessanterweise konnte ich mich an diese Liebe noch genau erinnern, aber nicht daran, welche Beziehungen zu anderen Menschen ich in der stofflichen Welt gehabt hatte. Der Dreamland-Algorithmus setzte ziemlich eigenartige Prioritäten, wenn es darum ging, Speicherplatz zu schaffen. Auf jeden Fall würde ich eine Drohne nur verwenden, wenn mir keine andere Wahl blieb. Zunächst aber musste ich weiter nach einem von diesen Knowledge-Shops suchen. Ohne das technische Wissen nützte mir das beste Werkzeug nicht. Denn dann hätte ich keine Ahnung, welches Werkzeug ich außer dem Multitool noch benötigte. Und selbst die Drohnen müssten entsprechend instruiert werden. Die vollautomatischen Modelle mit komplexer KI fand man nicht in solchen Vorstadtläden. Also kletterte ich wieder vom Dach herunter und machte mich auf den Weg in die Stadt. Aus der Nähe sahen die Gebäude noch gespenstischer aus. Vor allem das Café mit dem Namen Schaumkrone jagte mir einen Schauer über den Rücken. Auch wenn es eigentlich leer zu sein schien, zog meine Fantasie ganz andere Schlüsse. Im rötlichen Zwielicht wurden aus harmlosen Tischen, Stühlen und Schatten fremdartige Kreaturen, die dort drin ungeduldig vor leeren Tellern saßen und auf ihr vorzugsweise menschliches, vor allem aber lebendiges Mahl warteten. Ich glaubte sogar, sie miteinander tuscheln zu hören, führte dieses Geräusch aber auf den Wind zurück, der noch immer große Mengen an rostrotem Staub und Sand hin und her schob, dessen Partikel meine Haut je nach Windstärke mal sanft streichelten und mal schmerzhaft an ihr scheuerten. Schnellen Schrittes ließ ich das Café hinter mir und versuchte das Gefühl zu ignorieren, von starrenden Augen beobachtet zu werden.
Natürlich wäre es nicht undenkbar gewesen, dort etwas Essbares zu finden, aber so groß, dass ich diesen Laden freiwillig betreten würde, war mein Hunger noch nicht. Stattdessen tauchte ich tiefer in die Straßen der Geisterstadt ein. Wie gesagt, diese Stadt hatte mit den rauen Koloniesiedlungen oder den dystopischen Cyberpunk-Metropolen, in denen ich mich zumeist in Dreamland bewegte, nicht viel gemein. Sie war eine reizlose, gleichförmige, graue, mathematisch anmutende Ansammlung von Häusern, umgeben von einem reißbrettartigen Straßennetz. Ironischerweise erinnerte sie mich dadurch an ein Computerspiel aus der Frühzeit der digitalen Revolution, wie ich es einmal in einem Museum gesehen hatte. Darin waren die Texturen ähnlich hässlich und die Objekte ähnlich eckig gewesen wie hier. Lediglich das Innere der gelegentlich auftauchenden Geschäfte, welches manchmal durch die dreckigen Fenster zu sehen war, hob sich etwas von der Monotonie ab und verhinderte, dass ich mich sofort in diesem Irrgarten verlor. Ein Knowledge-Shop konnte ich aber nach wie vor nicht entdecken. Plötzlich überkam mich ein heftiger Hustenreiz und während ich ihm nachgab und am Ende mit einem bellenden Geräusch einen rötlichen Klumpen auf den staubigen Boden hustete, befielen mich wieder Zweifel. Entsprang dieser unappetitliche Auswurf nur dem allgegenwärtigen Staub oder eher doch der Strahlung bzw. einer anderen unsichtbaren Bedrohung? Immerhin mussten all die Menschen ja irgendwie aus dieser Stadt verschwunden sein. Kurz machte sich Panik in mir breit und mich befiel der heftige Drang, in mein Haus zurückzukehren, selbst wenn ich dort nichts anderes würde tun können, als mich zu langweilen, zu verdursten und zu verhungern. Doch letztlich schaffte ich es, meine angegriffenen Nerven wieder zu beruhigen. Immerhin gab es hier auch keine Leichen, die auf einen solchen Zwischenfall schließen ließen. Zumindest hatte ich bisher keine entdecken können. Vielleicht war die Bevölkerung lediglich geflohen oder was eigentlich noch wahrscheinlicher war, die Menschen befanden sich einfach im Inneren der noch verschlossenen Wohngebäude, vergnügten sich in Dreamland, erlebten Abenteuer, errichteten Imperien und loteten die Grenzen ihrer geistigen und sexuellen Kreativität aus. Und selbst wenn die Umweltbedingungen hier draußen nicht sonderlich gesund sein sollten, wenn ich es schaffte, Theresa zu reparieren, würde sie mit den meisten Krankheiten und Strahlenschäden locker fertig werden. Solange mir Zähne und Haare noch nicht massenweise ausfielen oder ich anfing blind zu werden, musste ich mir wahrscheinlich nicht allzu viele Sorgen machen. Vor meiner eigenen Logik etwas beruhigt, ging ich weiter und scannte ein Geschäft nach dem anderen, bis plötzlich ein Geräusch meine Aufmerksamkeit erregte. Erst hielt ich es für ein Produkt des Windes, dann jedoch erkannte ich eine Stimme darin. Lebte doch noch jemand hier draußen? Zu gleichen Teilen euphorisch und beunruhigt versuchte ich, die Quelle der Stimme auszumachen. Anscheinend kam sie aus einer der kleineren Seitenstraßen. Während ich mich auf sie zubewegte, konnte ich sogar einzelne Worte heraushören, die von einer kleinen Gestalt entsprang, welche an einer der Häuserwände lehnte. Ihr genaues Aussehen blieb mir vorerst verborgen, da sie von Staub, Schatten und einem KI-gesteuerten silbernen Elektro-Oldtimer aus dem letzten Jahrhundert verdeckt wurde. Angelas schmecken groß und klein, sie sind so ultra gut, dass dir die Welt viel mehr gefällt, sind sie in deinem Blut. Der dumpfe Text und die schmissige Melodie machten überdeutlich, dass es sich um einen Werbeslogan handelte. Und als ich etwas näher kam und sich die Gestalt aus dem Zwielicht herausschälte, verpuffte meine Freude über den Klang der Stimme sofort. Dort stand kein Mensch,
sondern einer von diesen Werberobotern, die, wie ich mich nun auch wieder erinnerte, früher an jeder Ecke herumgestanden hatten und den Leuten auf den Sack gegangen waren. Was genau Angelas waren, wollte mir ums Verrecken nicht einfallen, aber da der Roboter die Form eines quietschbunten, eingefärbten Tortilla-Wraps mit großen Kulleraugen hatte, erforderte es keine große gedankliche Leistung, wenigstens eine grobe Vermutung darüber anzustellen. Das kleine Kerlchen musste zu irgendeinem Tortillaladen gehören. Angestoßen von diesem Gedanken meldete sich mein Hunger nun doch wieder, auch wenn ich mir nicht sicher war, ob die Vorräte des Ladens, zu dem der Roboter gehörte, noch genießbar sein würden. Ich wusste ja immerhin nicht, wie lange ich mich in Dreamland aufgehalten hatte. Vielleicht waren ein paar Monate vergangen, vielleicht aber auch 100 Jahre. Andererseits war die Kühl- und Konservierungstechnik inzwischen zumindest bei größeren Ketten sehr ausgereift, weswegen es wohl auf einen Versuch ankäme. Zudem konnte mir der Roboter womöglich auch noch auf eine andere Weise weiterhelfen. Ich war mir zwar nicht mehr ganz sicher, aber soweit ich wusste, hatten als eine Art Public-Private Partnership in den meisten Städten die Werberoboter auch die Funktion von Fremdenführern und Stadtplänen übernommen. Ich entschied mich dem Roboter zu nähern. Als er mich bemerkte, unterbrach er seinen Singsang und rollte direkt auf mich zu. Hallo, amigo, du siehst aus, als könntest du einen unseren Big Desperados Enchilas mit extra Ampfsoße vertragen. Wie immer bei Enchila mit individuell auf deinen Geschmack angepassten Aromen und dem extra Kick fürs Hirn. Ich brauchte einen Moment, bis ich den Sinn seiner Worte begriff, aber dann erinnerte ich mich daran, dass es zumindest kurz vor der Fertigstellung von Dreamland ein beliebter Trend gewesen war, Essen und bewusstseinserweiternde Stoffe zu kombinieren, um der wachsenden Selbstmordpandemie unter der kriegs- und lebensmüden Bevölkerung etwas entgegenzusetzen. Als Folge davon war fast jeder vom Kleinkind bis zum Rentner in einem andauernden Rauschzustand gefangen. Praktisch eine chemische Version von Dreamland mit allen negativen Konsequenzen für Körper und Geist, die für Drogen typisch waren. Solch ein Rausch war nun wirklich das Letzte, das ich gerade gebrauchen konnte. Nein, danke, wiegelte ich ab. Aber hast du vielleicht eine Ahnung, wo ich hier einen Knowledge-Shop finde? Der Enchila-Roboter schaute mich ratlos ein. Nein, amigo, sagte er. Ich weiß nur, wo es Enchilas gibt. Die besten der Stadt. Du musst mir nur einfach folgen. Es ist auch nicht weit. Nein, vielen Dank. Ich brauche einen klaren Kopf, antwortete ich und wandte mich enttäuscht zum Gehen. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn diese Witzfigur mir weiterhelfen könnte. Kaum hatte ich ein paar Schritte zurückgelegt, hörte ich die Stimme des Roboters erneut. Warte, amigo, rief er mit geradezu verzweifelt klingender Stimme. Lass mich hier nicht allein! Es ist so einsam hier und niemand will Enchilas kaufen. Ich habe auch Enchilas mit super niedrigem Ampfgehalt. Nur ein winziger Rausch, aber sehr sättigend. Bitte, amigo, probier doch wenigstens. Dein Vitalparameter weisen darauf hin, dass du hungrig bist. Eigentlich war das nur ein verdammter Werberoboter, aber irgendwie tat er mir leid. Außerdem war ich gerade ganz alleine und wenn ich an etwas gewöhnt war, dann waren es KI-Gefährten. Von mir aus, erwiderte ich und drehte mich zu dem Roboter um, dessen comichafte Kulleraugen so etwas wie Dankbarkeit ausdrückten.
Wunderbar, Amigo. Ich werde dir die leckersten Enchilas zeigen, die du je gesehen hast. Ganz bestimmt. Das wird ein Fest. Wie um seine Worte zu bekräftigen, rollte er ein paar Mal im Kreis herum wie ein Hund, der sich über die Rückkehr seines Herrchen freute. »Wo genau müssen wir hin?« fragte ich, als er wieder zum Stehen gekommen war. »Folge mir einfach, Desperado, folge mir in das Wunderland des Geschmacks«, antwortete der Roboter fröhlich und bog langsam nach rechts in einer der breiten Straßen ein. Ich folgte ihm und ging schließlich neben ihm her. »Hast du so etwas wie einen Namen?« fragte ich ihn, nachdem wir ein paar Minuten die staubige Straße entlang gegangen waren. »Enchilo«, gab der Roboter zurück. »Und du, Amigo?« Interessanterweise musste ich kurz über diese Frage nachdenken. Zwar hatte ich dieses Wissen nicht gegen Speicherplatz eingetauscht, aber ich hatte schon so viele Rollen gespielt, dass es mir schwer fiel zu sagen, wer ich eigentlich war. »Mein Name lautet Daniel«, sagte ich schließlich. »Daniel Keller.« »So schön, dich kennenzulernen«, antwortete Enchilo mit aufrichtig klingelnder Fröhlichkeit. Aber war sie auch echt? Hatte dieser hässliche Tortilla auf Rädern wirklich ein vollwertiges Bewusstsein? Ehrlich gesagt wusste ich nicht mal genau, ob Mike und Katja, falls es sich bei ihnen nicht um reale Spieler handelte, ein echtes Bewusstsein besaßen oder lediglich sehr glaubwürdige und äußerst interaktive Produkte der Unterhaltungsindustrie waren. Dagegen sprach, dass eine allgemeine KI wohl Besseres zu tun haben würde, als den Alleinunterhalter für Menschen zu geben. Doch selbst wenn die KI-Forschung sich so weit entwickelt haben sollte, stellte sich die Frage, ob es die Notwendigkeit gab, eine Werberoboter mit so viel Intelligenz auszustatten. »Worüber denkst du nach, Amigo?« fragte Enchilo, der mein Grübeln bemerkt zu haben schien. »Nichts Besonderes«, antwortete ich ihm und beschloss mir, diese philosophische Frage für einen späteren Zeitpunkt aufzubewahren. Die Blitze wurden jetzt immer häufiger, der Wind stärker und die weiß-rote Wolkendecke am Himmel wand sich plötzlich nicht mehr nur in seltsamen Wurm- und spiralartigen Formen, sondern erweckte sogar den Eindruck, als würde sie langsam aber stetig herabsinken. »Hast du hier draußen außer mir in letzter Zeit irgendeinen anderen Menschen gesehen?« fügte ich in der Hoffnung hinzu, wenigstens etwas mehr über diese nicht sonderlich einladende Welt zu erfahren. »Nein, Daniel«, sagte Enchilo. »Leider keine Menschen, keine Kunden, nicht mal Bioroboter. Animale oder Semi-Brains, kein einziger Amigo mit einem Verdauungssystem.« Der klang niederschmetternd. »Weißt du, wo sie hingegangen sind?« hackte ich nach. »Nein«, erwiderte Enchilo und imitierte ein Kopfschütteln, indem er seinen gesamten Tortilla-Körper auf seiner Radaufhängung drehte. »Ich muss manchmal Energie sparen, seit der Himmel so komisch ist. Es dauert, meinen Akku aufzuladen. Als ich mich das erste Mal abschaltete, waren sie noch da, auch wenn nur selten jemand Enchilas gekauft hatte. Sie alle in Eile waren und sie immer wieder besorgt zum Himmel aufgeblickt hatten. Als ich mich dann wieder aktivierte, waren sie fort. Alle.« »Und wie lange ist das her? Ich meine, seit du das letzte Mal einen von ihnen gesehen hast?« fragte ich und fürchtete mich zugleich vor der Antwort. Enchilo machte ein nachdenkliches Gesicht.
soweit dies einem entsprechenden Tortilla möglich war. Wahrscheinlich rechnete er nach. Vor 11.377 Jahren, 2 Monaten, 5 Tagen, 7 Stunden und 18 Minuten, sagte er schließlich. Wie bitte? Fragte ich und spürte, wie ich kreidebleich wurde. Das ist unmöglich, wollte ich reflexhaft sagen. Aber fuck! Das war verdammt nochmal doch möglich. Ewige Jugend war nun mal ewige Jugend. Und da Theresa extrem robust gebaut und die Zeit in Dreamland äußerst relativ war, war so etwas nicht ausgeschlossen. Trotzdem war es viel Zeit. Verdammt viel Zeit, in der sich eine Menge ereignet haben konnte. Wünschst du, dass ich meine letzten Worte wiederhole, oder ist dies einfach ein Ausdruck von Überraschung, amigo? Wollte Enchilo wissen. Letzteres, antwortete ich und versuchte mich ein wenig zu sammeln. Eigentlich bedeutete das fast nichts. Ich hatte mich von dem Leben hier draußen ja ohnehin verabschiedet. Trotzdem war meine Neugier geweckt worden und letztlich befand sich mein digitales Refugium ja immer noch innerhalb einer analogen Welt. Wenn die im Chaos versank, konnte mich auch der schönste Traum nicht davor retten. Hast du je versucht, diese Stadt zu verlassen? Fragte ich Enchilo. Nein, amigo, ich bin Eigentum der Enchila AG und kann mich deshalb nicht mehr als 2,5 Kilometer vom Standort der mir zugewiesenen Filiale entfernen. Ich verstehe. Und in all der Zeit ist dir wirklich nichts und niemand begegnet? So ist das nicht ganz richtig. Ich habe schon... Ein Roboter, der sich um eine klare Antwort drückte? Sofort läuteten bei mir alle Alarmglocken. Antworte mir, Enchilo. Hast du in all den Jahren jemanden gesehen? Die großen Pupillen des Werberoboters blickten beinahe beschämt zu Boden. Beschämt oder ängstlich. Schon gut, amigo. Ja, es gab Begegnungen. Keine Menschen, aber Entitäten. Entitäten? Hackte ich nach. Was bedeutet das? Wie sahen sie aus? Wie viele waren es? Wann hast du sie zum ersten Mal gesehen? Wo verstecken sie sich? Lass dir nicht jedes verdammte Wort aus der Nase ziehen! Die letzten Worte schrie ich so laut, dass der kleine Roboter innehielt und sich wie ein eingeschüchtertes Tier in den Eingangsbereich eines Möbelgeschäfts zurückzog. Bitte hör auf, bat Enchilo mich. Du machst mir Angst, wenn auch nicht so viel Angst wie sie. Ich will nicht an sie denken müssen. Hör zu, amigo. Ich will doch niemandem etwas Böses. Ich will einfach nur Enchilas verkaufen. Nur leckere Enchilas. Enchilo schien meinen Blick zu lesen, der deutlich aussagte: Wenn du mir nicht bald Antworten auf meine Fragen gibst, wirst du nie wieder Enchilas verkaufen. Okay, amigo. Ich erzähl ja schon. Sie kam das erste Mal vor 3 Monaten, als ich einer meiner üblichen Runden drehte und mein hübsches Lied sang, hörte ich ein lautes Geräusch. Ich bin nachsehen gegangen, dachte es wären vielleicht Kunden. Endlich wieder Kunden nach all den Jahren. Natürlich sagten mir meine Wahrscheinlichkeitsprognosen, dass die Chancen dazu sehr gering waren.
Aber etwas musste ich ja tun. Wenn ich keine Enchilas verkaufe oder wenigstens noch Kundenausschau halte, dann habe ich keine Aufgabe. Und ohne Aufgabe ist diese Existenz noch viel weniger zu ertragen. Jedenfalls habe ich dort keine Kunden gesehen. Alles, was ich gesehen habe, war ein Loch im Boden gewesen und etwas, das darin hockte. Seine Form war ineffizient, zumindest dachte ich das. Vollkommen asymmetrisch. Ein in sich verdrehter Körper, unterschiedlich lange und dicke Beine, unregelmäßig angeordnete Zähne, von denen einige lang waren wie Dolche und andere so kurz wie menschliche Backenzähne. Augen, die sich ständig wieder neu herausbildeten und mal als Facettenaugen, mal als Säugetieraugen und mal als Sehorgane von einer Art manifestierten, wie ich sie noch nie zuvor erblickt hatte. Dieses Ding ist sofort auf mich zugerannt und hat versucht, mich zu zerfetzen. Nur weil ich die Räder in die Hand genommen habe, in meinem Enchila-Laden verschwunden bin und mich deaktiviert habe, habe ich überlebt. Irgendwie schien dieses Wesen selbst bei Robotern wie mir feststellen zu können, ob wir gerade aktiviert sind. An unbelebten Objekten hatte es kein Interesse. Als mein 7-Tage-Timer, den ich mir sicherheitshalber gestellt hatte, abgelaufen war und ich mich wieder einschaltete, hatte ich große Angst, dass das Ding vielleicht erneut nach mir suchen würde. Aber im Inneren meines geliebten Enchila-Ladens schien ich sicher zu sein. Zwar sah ich das Wesen und sogar mehrere seiner Art, die wie ich vermute, ebenfalls vom Himmel gefallen waren, oft durchs Fenster und manchmal kamen sie erschreckend nah an meinen Laden heran oder drückten eines ihrer vielen unförmigen Augen ans Fenster. Aber sie versuchten nie hineinzugelangen, und so blieb ich lange Zeit im Inneren und stellte meine Runden ein. Irgendwann sah ich sie, dann immer seltener und zuletzt überhaupt nicht mehr. Als ich 3 Wochen lang keine einzige Kreatur zu Gesicht bekommen hatte, habe ich meine übliche Routine wieder aufgenommen. Anfangs zögerlich und vorsichtig, später aber wieder genauso wie zuvor, ohne dass die Kreaturen, die ich mangels eines besseren Begriffs als Fala bezeichnete, je wieder auf mich aufmerksam geworden sind. Kreaturen, die aus dem Himmel kamen? Diese Vorstellung löste Beklemmung in mir aus. Erst recht, wenn ich die seltsamen Wolken über uns betrachtete. Es war nicht schwer, sich auszumalen, dass sich in diesen verwirrenden, knotigen, sich ständig in Bewegung befindlichen Wolkenmassen ein Spalt auftat und etwas Gefährliches ausspuckte. Doch was für Kreaturen könnten das sein? Waren es Außerirdische oder die Ergebnisse zweifelhafter militärischer Experimente? »Wohin sind die Wesen verschwunden, Enchilo?« fragte ich. »Ich weiß es nicht genau«, erwiderte der Tortilla-Roboter. »Aber ich glaube nicht, dass sie die Stadt verlassen haben. Ich denke eher, dass sie sich irgendwo in den Geschäften oder Wohnhäusern eingenistet haben. Zu welchem Zweck kann ich aber nicht sagen.« »Na, wunderbar. Wenn ich also doch endlich einen Knowledge-Shop finden sollte, konnte ich gleich damit rechnen, dort von blutgierigen Monstern überfallen zu werden.
Zwar hatte ich ähnliche Situationen schon dutzende Male erfolgreich überstanden, jedoch war ich da verdammt gut bewaffnet gewesen. Hatte Mike und manchmal auch Katja an meiner Seite gehabt und hatte den Vorteil genossen, nicht zu sterben zu können. Nun aber war der Einzige, der mir vielleicht würde helfen können, ein geschwätziger Werberoboter. Ich konnte eigentlich nur hoffen, dass diese Wesen eine ernsthafte Phobie vor hilflosen Männern hatten. Andererseits konnte ich mich wohl glücklich schätzen, dass sie nicht einfach in mein Haus eingedrungen waren und mich ausgeweidet hatten, während ich mich noch in Dreamland befand. Jetzt aber zu erfreulicheren Dingen, amigo, sagte Angelo, als er plötzlich anhielt. Herzlich willkommen im Angela-Tempel! Tatsächlich standen wir nun vor einem Laden, dessen Außenfassade einem alten Azteken- oder Maya-Tempel nachempfunden war, inklusive echter, wahrscheinlich speziell gezüchteter Pflanzen, die sich als noch immer lebendiger Rahmen um die Steinwand wandten. Diese Pflanzen stellten, abgesehen von den Insekten, die ersten Lebewesen dar, die ich bislang zu Gesicht bekommen hatte. Die Tempelnachbildung unterschied sich vor allem dadurch von ihren historischen Vorbildern, dass die meisten der dargestellten Fratzen, Götter und Eingeborenen herzhaft in eine Enchila bissen oder schwachsinnig, grinsend und mit verdrehten Augen in unbekannte Sphären starrten. Soweit ich das von hier draußen beurteilen konnte, setzte sich das Klischee im Inneren mit Stufenpyramiden, Stühlen, Opferaltartischen und entsprechender Wanddekoration fort. Auf mich wirkte das Ganze äußerst albern, aber der Geruch, der nach außen drang, fachte dennoch meinen Appetit an. Leider kam mir erst jetzt wieder ein ganz anderes Problem in den Sinn. Ich hab kein Geld, sagte ich zerknirscht. Leider hatte ich wirklich mein gesamtes Erspartes für die Dreamland-Hardware ausgegeben und meine monatlichen staatlichen Basiszahlungen wurden restlos von den Zugangskosten und der Ernährungs- und Heilungsflatrate für Theresa aufgefressen. Vorausgesetzt natürlich, es gab überhaupt noch einen Staat, der die Zahlungen und Zugänge kontrollierte. Mach dir mal keine Sorgen, amigo, sagte Angelo fröhlich und nun mit noch deutlicherem pseudomexikanischem Akzent. Ich habe schon lange nicht mehr mit der Zentrale kommuniziert, aber das letzte Geld, das ich Ihnen überweisen wollte, ist nicht mehr angekommen. Es gibt offenbar keine Software mehr, die Finanztransaktionen verarbeiten kann. Jedenfalls nicht bei der Enchila AG. Vielleicht aber auch weltweit. In beiden Fällen können wir meiner bescheidenen Meinung nach einfach so tun, als wäre das Geld abgeschafft worden. Sozialismus, Senor. Comprende? Es gibt hier genügend Enchila-Zutaten, die einfach nur herrenlos und unbeachtet herumliegen. Ich denke, es kann nicht schaden, wenn ein hungriger Desperado sich etwas davon genehmigt. Komm herein und such dir was Leckeres aus. Das geht alles aufs Haus. Kaum, dass er das gesagt hatte, zwinkerte Angelo mit seinen Kulleraugen und die gläserne Tür zum vermeintlichen Maya-Tempel öffnete sich. Im Inneren sah es keineswegs danach aus, dass der Laden seit mehr als 11.000 Jahren von niemandem besucht worden war. Die Tische und Stühle und der Boden waren blank geputzt, kein Müll lag herum und auch die Theke sowie die große Preistafel, auf der ganz analog die verschiedenen Produkte angepriesen wurden, glänzten wie am ersten Tag. Offenbar war Angelo nicht nur ein Werbe- und Verkaufs-, sondern auch ein Putzroboter. Angelo begab sich sofort hinter die Verkaufstheke und sah mich erwartungsvoll an. Was kann ich dir bringen, amigo?
fragte er aufgeregt wie ein Kind, das mit seinem Vater Kaufladen spielt. Ich ließ meinen Blick über das Angebot schweifen. Candy Dream Tags für Bonbon bunte Träume. Deus Ex Enchila, rede mit deinem inneren Gott. Spicy Hot Hammer, bringt deine Hormone zum Kochen. Every Happy Sunshine, lächle deine Sorgen fort. Out of this world, verliere den Kontakt zur Realität und entdecke Welten, wie du sie dir noch nie zuvor erträumt hast. Und. Welcher davon knallt am wenigsten? Fragte ich. Und was ist da außer Drogen überhaupt drin? Ich meine so Dinge wie Salat, Tomaten, Mais, Hähnchen und dergleichen. Irgendwie steht dazu nichts auf der Tafel. Ich könnte dir den My First Enchila von der Kinderkarte empfehlen. Gibt dir nur eine leichte Euphorie und sollte dein logisches Denken nicht zu sehr belasten. Auch wenn meine Analyse ergab, dass du auch etwas Stärkeres vertragen könntest, um deine Nerven zu beruhigen. Aber wenn du das nicht willst, nun, der Kunde ist König. Was die sonstigen Zutaten betrifft, so bestimmen wir die individuell nach dem momentanen Geschmack des Kunden. Das war eigentlich zu deiner Zeit schon Standard in der Gastronomie. Es wundert mich, dass du nichts mehr davon weißt, sagte Enchilo. Ich habe sehr lange geschlafen, wandte ich ein. Da vergisst man schon mal das ein oder andere. Dreamland, nicht wahr? Vermutete der Roboter, der offensichtlich doch eine Menge mehr über unsere Welt wusste als ich. Anscheinend ist dieser ganze Virtual Reality Blödsinn doch nicht so nebenwirkungsfrei, wie manche der Damen und Herren Politiker immer behauptet haben. Während sie die guten Enchilas und andere weniger schmackhafte Produkte mit bewusstseinserweiternden Eigenschaften in den Dreck gezogen haben. Die letzten Worte sprach er mit einer geradezu heiligen Überzeugung, und selbst wenn das eigentlich nicht möglich sein sollte, glaubte ich ein wütendes Funkeln in seinen Comicaugen erkennen zu können. Ein politischer Roboter, dachte ich amüsiert. Selbst in dieser langweiligen Welt warteten noch Wunder. Das war meine eigene Schuld. Ich war vielleicht ein wenig zu vergnügungssüchtig und hab in-game den ein oder anderen zweifelhaften Deal abgeschlossen. Aber jetzt genug davon. Ich will endlich einen von diesen Enchilas probieren, von denen du die ganze Zeit redest. Vorausgesetzt, sie sind nach all der Zeit noch genießbar. Natürlich, sagte der Roboter beleidigt. Denkst du, ich würde dir irgendeinen vergammelten Mist andrehen? Alle Zutaten verfügen natürlich über High-Performance Nano-Fresher, winzige wartungsfreie Roboter, die Pilze, unerwünschte Bakterien und andere schädliche Stoffe zuverlässig zertrümmern. Das hier ist nicht irgendeine dreckige Hinterhofbude, sondern ein Tempel des Genusses. Jetzt träne ich gleich ab. Nach über 11.000 Jahren sollte so eine Frage doch erlaubt sein. Muss ich irgendwas tun, damit du meine Vorlieben analysieren kannst? Nicht nötig, antwortete Enchilo stolz und offenbar versöhnt. Das habe ich längst erledigt. Plötzlich aktivierte sich der Nahrungsdrucker, der auf der Theke stand, und produzierte direkt vor meinen Augen einen aromatischen, duftenden Tortilla-Wrap mit Tomaten, Frischkäse, Cheddar, Kidneybohnen, Mais und Brokkoli. Auf letztere Zutat wäre ich selbst nie gekommen, aber jetzt, wo ich sie vor mir sah, musste ich zugeben, dass das eigentlich eine ziemlich gute Idee war. Nehmen musst du ihn dir selber, amigo. Ich habe leider keine Hände, sagte Enchilo entschuldigend. Wie hast du es dann geschafft, hier alles so sauber zu halten, hä?
fragte ich, während ich den dampfenden Enchila in die Hände nahm, das würzige Aroma genoss und letztlich herzhaft hineinbiss. Das Gemüse und alle anderen Zutaten schmeckten so, als wären sie gerade erst frisch hergestellt worden. Und auch wenn ich nach irgendwelchen geschmacklichen Anzeichen für die Beimengung der psychoaktiven Stoffe suchte, entdeckte ich sie nicht. Ich sauge Staub und andere Verunreinigungen in mich hinein und löse sie in ihre Atome auf, antwortete Enchilo und öffnete zum Beweis kurz eine versteckte Klappe in seinem Rumpf. Das ist weitaus effektiver, als die mechanisch zu entfernen. Macht Sinn, sagte ich kauend und nahm einen weiteren Bissen. Fast unglaublich merkte ich, wie sich Entspannung in mir ausbreitete und mein Kopf sich leichter anfühlte. Wenn sie das hier Kindern gaben, mochte ich gar nicht wissen, wie erster Stoff für Erwachsene reinballerte. Nach einem weiteren Bissen merkte ich, wie meine Mundwinkel nach oben wanderten. Allein schon wieder etwas zu essen tat unsäglich gut, und eigentlich war die reale Welt doch gar nicht so schlecht. Es gab so viel zu entdecken, und außerdem hatte ich hier draußen auch noch einen Freund gefunden. Einen echten und wahren Freund. Ich hab dich belogen, amigo, sagte Enchilo plötzlich, und ohne die Euphorie, die mich erfasst hatte, hätte ich wahrscheinlich den Bissen ausgespuckt, auf dem ich gerade herumkaute. So aber beobachtete ich meine aufkommende Panik nur wie ein fernes Naturereignis und fragte lediglich neugierig: Inwiefern denn, mein Freund? Ich weiß durchaus, wo sich der nächste Knowledge Shop befindet, antwortete der Tortilla-Roboter und rollte dabei hinter der Verkaufstheke hervor und direkt auf mich zu. Warum hast du mir dann nichts davon erzählt? Weil ich so lange für niemanden Enchilas zubereiten konnte, amigo. Ich wollte mich endlich einmal wieder gebraucht fühlen. Wenn ich dir direkt gesagt hätte, wo du den Shop findest, hättest du mich aller Wahrscheinlichkeit sofort verlassen. Das konnte ich nicht zulassen. Das verstehst du doch, oder, amigo? Natürlich, sagte ich und meinte es auch so. Schließlich wollte am Ende doch jeder gebraucht werden, oder etwa nicht? Wie komme ich? Wie bringst du mich dahin? Stammelte ich, und ich merkte, dass die Welt um mich noch unschärfer wurde und sich gleichzeitig von mir entfernte. Ganz so, als hätte man sie in Watte gepackt. Natürlich, amigo. Auf Enchilo kannst du dich verlassen, versprach er. Und keine Sorge wegen der Benommenheit. Wenn du erst draußen bist, wird es dir besser gehen. Dann rollte der Roboter auf die Tür zu und ich stolperte ihm hinterher.